Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt's ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Mit einem Allradsprinter hat man da natürlich einen kleinen Vorteil, aber auch mit unseren Front- oder heckangetriebenen Sprintern muss man keine Angst haben, dank der Assistenzsysteme, die wir in dem Fahrzeug haben. Gleichzeitig muss ich als Fahrer aber eben auch richtig reagieren. Wie das funktioniert, das möchte ich euch hier mal zeigen. Wir sind hier auf einer Schotterstrecke unterwegs. Es geht jetzt steil bergauf. Und jetzt kann es natürlich auch mal passieren, dass man mitten in der Steigung einfach mal stehen bleiben muss. So, losfahren auf losen Untergrund ist jetzt natürlich eine Herausforderung. Wichtig ist jetzt, wenn wir wieder losfahren wollen, dass wir das ESP deaktivieren. Dadurch haben wir nämlich keine Antriebsschlupfregelung mehr. Die Antriebsschlupfregelung, die verhindert das Durchdrehen der Räder, indem sie eben einfach die Drehzahl reduziert. Da wir beim Losfahren hier jetzt aber definitiv durchdrehende Räder haben werden, würde jetzt der Motor die Leistung so weit zurücknehmen, dass wir hier ganz schlecht losfahren können. Das heißt, ESP Off ist speziell für so einen Untergrund gedacht, dass wir das eben wegnehmen. Und dann haben wir das ETS-System, elektronisches Traktionssystem, was dann durch Bremseingriff die Kraft verteilt auf das jeweilige Rad, wo eben entsprechend gerade Haftung da ist. Und so kann man da auch relativ problemlos losfahren. Und das probieren wir jetzt mal aus. Erster Gang, wir haben unsere Berganfahrhilfe, also auch mit dem Schaltgetriebe muss ich nicht mit der Handbremse arbeiten oder sonst was. Ich gehe einfach nur weg von der Bremse. Das Fahrzeug hält dann 2-3 Sekunden die Position. Also Kupplung kommen lassen mit Gas. Und jetzt hört man schon und zieht es, glaube ich, auch. Das ETS ist schön am Arbeiten. Wichtig ist jetzt als Fahrer, dass ich in dem Moment nicht das Gas wegnehme. Also nicht erschrecken, Gas wieder wegnehmen, sondern wir wollen, dass das Rad so ein bisschen durchdreht. Denn nur dann erkennt die Sensorik, okay, da muss ich jetzt abbremsen, da leite ich die Kraft hin. Und dann ist auch die Situation problemlos zu meistern. Und man kann eben auch auf dem losen Untergrund mit einem wirklich guten Gefühl unterwegs sein.